Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu AutoKey. Heute wollen wir uns mit Dialogen beschäftigen. Dialoge sind etwas, was ich persönlich noch nicht so viel verwendet habe in meinen Skripts, aber was wir jetzt natürlich schon angefangen haben, damit wir uns ein paar kleine Informationen hier rausgeben können. Deswegen will ich gerade hier weitermachen, weil wir hier eben auch schon diesen Dialog-Info blablabla weitergemacht haben. Und Achtung, ich habe die Skripte umbenannt, das Ding heißt jetzt Zwischenablage, weil wir das im Endeffekt behandelt haben. Und der Hotkey sitzt jetzt hier auf Dialoge. Ich habe den Hotkey refactor oder reusen müssen, weil ich ja relativ viele Hotkeys schon verwendet habe. Für verschiedenste Applikationen, für meine ganz normalen Skripts habe ich Hotkeys. Dann habe ich noch ein Aufnahmeprogramm hier laufen und so weiter und so fort. Deswegen bin ich da nicht ganz so flexibel. Also nicht wundern, das Ding heißt jetzt Dialog und ist ein neues leeres Skript. So, das kennen wir ja schon. Das ist der ganz normale Infodialog, der wohl primitivste von allen. Aber es geht auch noch ein bisschen cooler. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz hier einen Infodialog draus. Info. So. Okay, sieht folgendermaßen aus. Das kennt ihr schon. Bringt einfach eine Nachricht raus, ja. Also nichts Besonderes hier, aber es geht ja natürlich auch noch weiter mit den ganzen Dialogen. Wir können zum Beispiel auch einen Choice-Dialog machen und den habe ich euch, glaube ich, letztes Mal schon genannt. Denn ja, der war quasi so eine Idee, was ihr mit der Zwischenablage auch noch machen könnt, ist nämlich, wenn ihr pastet, also Steuerung V drückt, ja, dann könnt ihr natürlich auch sagen, hey, ich möchte jetzt auswählen, welche Zwischenablage ich hier verwenden möchte. Ist vielleicht ein bisschen nicht so userfreundlich, weil man möchte ja mit der Zwischenablage möglichst schnell sein, aber vielleicht möchte man das ja für spezielle Selektionen haben, wer weiß. Und genau das möchte ich jetzt eben hier mal ganz kurz euch demonstrieren. Also im Endeffekt ein Dialog, wo ihr mehrere Optionen habt. Und dazu brauchen wir auch einfach hier tatsächlich eine Options-Liste. Und diese Liste beinhaltet erstmal zum Beispiel meine Tutorials. Das heißt, ihr könnt bei mir, also wir können hier nicht alle machen, ich habe verdammt viele Tutorials, aber wir können hier zum Beispiel mal Kotlin reinmachen und dann können wir noch Java reinmachen und dann gibt es noch JavaScript, PHP und so weiter und so fort. Also das sind jetzt wirklich nur 3 von, ich habe keine Ahnung, wie viele Playlists ich mittlerweile habe, über 30 auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal reingucken, würde mich sehr freuen. Und ja, dann können wir hier einfach hergehen und sagen, okay, ich möchte meinen Dialog aufbauen und zwar wieder über Dialog. Und dann kriegen wir hier List Menü Multi. Upsala, klein geschrieben, Multi. So. Und jetzt müssen wir hier natürlich das Ding noch füllen. Das heißt, die Options, die wir hier haben, sind natürlich unsere Options. Also das bezieht sich auf diese Liste hier oben und das ist quasi der Parameter. Ihr solltet das eigentlich wissen. Dann das nächste, was wir haben, ist der Titel, logischerweise. Title ist gleich Options. Ich nenne es einfach mal so, wie es ist, ja. Dann die Message. Quatsch. Message sollte man auch klein schreiben, Kollege. So, Message ist gleich wähle weise. So. Und das nächste ist, wir müssen angeben, welches quasi unser Standard ist, okay? Das heißt, wir müssen auswählen, welches davon wir ausgewählt haben wollen, standardmäßig. Und ihr werdet gleich sehen, was das ganze Ding eigentlich tut. Und zwar sagen wir hier, wir wollen Python ausgewählt haben, Standard, weil diese Serie sich natürlich mit Python befasst. Und dann können wir hier auch noch eine Höhe angeben. Height ist gleich, und das muss auch als String angegeben werden. Das ist ein bisschen seltsam, aber man kann da nicht nur in, ja, das verarbeitet sich relativ seltsam. Da bin ich auch noch nicht komplett dahinter gestiegen, beziehungsweise ich habe mich, wie gesagt, auch nicht so viel damit befasst. Und wir machen jetzt hier einfach mal 250. Ich glaube, das sollte reichen. Ich meine zumindest, das hatte ich vorhin in den Tests mal verwendet und das hat eigentlich gut ausgesehen. Das ist der Infodialog und das, ja, okay, wunderbar. Und das ist quasi unser Options. So, und ihr seht schon, warum ich jetzt hier dieses Default angegeben habe. Ich habe hier im Endeffekt die Möglichkeit, mehrere anzuklicken, ja, also quasi, was man lernen möchte. Und dann bekomme ich das zurück, ja. Das heißt, das ist jetzt nicht ein Entweder-Oder wählen, sondern eben ein alles auf einmal kann man auswählen, okay? Jetzt kann ich ja OK drücken, Abbrechen drücken, ich kann den X-Button drücken. X ist dasselbe wie Abbrechen in dem Fall. Und OK ist quasi Python auswählen. So, und jetzt habe ich das aber nicht verarbeitet. Jetzt muss ich das noch irgendwie speichern können. Das heißt, ich muss hier sagen, Code. Und dann habe ich natürlich noch meine, beziehungsweise nicht meine Options, sondern meine Choice.
ja, ist gleich. Und dann kann ich hier sagen, okay, ja, was sind denn meine Choices? Jetzt machen wir einen Infodialog für diese Choices, okay? Aber ihr könnt natürlich anhand der Choice auch machen, was auch immer ihr wollt. Zum Beispiel eine Webseite aufmachen, die dann mein Tutorial öffnet. Das machen wir dann nachher gleich wieder. Ich mache euch natürlich auch wieder eine Übung am Ende. Und das wäre natürlich super cool, wenn ihr das so machen würdet. Das würde mich mega freuen. Aber, ja, machen wir jetzt erstmal hier Folgendes. Wir geben jetzt mal kurz die Choice an. So, und dann sehen wir auch gleich schon, was daran so schwierig ist. Ich kommentiere das hier mal kurz aus, sonst kriegen wir den Dialog hier jedes Mal. Steuerung G. Und hier haben wir jetzt plötzlich die Optionen. So, ich mache jetzt einfach mal hier Kotlin rein und mache Python raus, damit wir eine Veränderung drin haben. Und dann gehe ich hier auf OK. So, und jetzt sehen wir hier... ich bin doof. Jetzt sehen wir hier, dass wir nichts sehen, weil ich doof bin. Okay. Jetzt sehen wir hier, dass plötzlich nichts gekommen ist. Das liegt daran, dass diese Choice hier, dadurch, dass es ja ein Multi-Choice ist, quasi ihr könnt mehrere Dinge wählen, ist auch eine Liste. Und das heißt, ihr müsst hier irgendwie sagen, okay, das ist quasi eine Liste an Strings in diesem Fall. Das heißt, was wir hier machen wollen, ist, wir wollen alle Choices sozusagen bewerkstelligen. Und wir können das jetzt cool machen, aber ich mache es jetzt mal möglichst einfach, weil ich nicht weiß, wie weit ihr die Python-Playlist gesehen habt, wenn ihr hier weiter guckt. Das heißt, wir sagen hier for be in choices. Und das ist die relativ einfache Variante eigentlich. In choice. Und jetzt habe ich hier eine choices, ist gleich leer. So, und dann sagen wir hier choices, ja doch, ist gleich choices. Plus. Wie machen wir das? Wir machen eine neue Zeile rein. Ich glaube, das sieht cooler aus. Und dann sagen wir hier wieder plus i. So. Und jetzt wollen wir natürlich hier Choices ausgeben. Und wenn wir jetzt das drücken, dann sehen wir hier, ich gebe mal Kotlin rein und dann sehen wir hier Kotlin. So, das heißt, es lag daran, dass das Ding hier kein String war. Und ihr seht, die Fehlermeldungen sind hier natürlich absolut nicht existent, okay? Das heißt, ihr habt hier wirklich Probleme, wenn ihr jetzt komplexere Skripte schreibt, dass ihr keine Fehlermeldung oder sowas seht, weil das einfach keine Scripting-Engine ist, okay? Dazu solltet ihr wirklich mit PyCharm arbeiten, das habe ich in meiner Python-Reihe auch vorgestellt und da seht ihr dann alles, was ihr braucht. Aber mal so für ein kleines Skript reicht das eigentlich auch aus. Okay, wenn wir jetzt nämlich hier sagen, okay, wir wollen zum Beispiel 2 oder gar 3 von den Dingern auswählen, dann kriegen wir hier einfach alle 3 und das ist eigentlich auch völlig okay und alles passt eigentlich ganz gut hier rein. So. Jetzt gibt es natürlich noch weitere Dialoge, aber ich möchte euch vor allem noch ganz kurz eins weiter zeigen. Und zwar also genau, richtig, das habe ich auch vergessen. Und zwar, wenn ihr hier auf Abbrechen drückt, dann öffnet sich hier trotzdem eine Info, die halt einfach nichts enthält, okay? Weil hier natürlich das Ding leer ist. Achtet darauf, dass ihr keinen Fehler kriegt. Das kann man auch super mit einem Try-Catch machen oder über diesen Code hier. Wenn der Code nämlich existiert, also wenn der Code überhaupt vorgegeben ist, wenn sowas da ist, dann ist das Ganze abgebrochen worden. Das heißt, der Code wird nur gesetzt, wenn der Dialog quasi weg ist. Ja? Das heißt, ich mache hier mal ganz kurz den Code rein statt den Choices und wir machen das hier mal, okay. Und wir sehen, da passiert einfach gar nichts, weil der Code einfach nicht existiert. Ja? Deswegen wird hier auch nichts reingesetzt. Während wenn ich jetzt hier auf Abbrechen drücke, dann kommt auch nichts. Weil das ganze Ding natürlich kein String ist. Ich bin doof. String von Code. So. Ja, wir machen das nochmal kurz auf und dann gehen wir hier auf Abbrechen. Dann sehen wir hier, Code ist 1. Während, wenn ich das auf OK drücke, dann ist der Code plötzlich 0. So, jetzt stimmt das eher. Und ja, das heißt, wenn der Code 1 ist, dann müsst ihr hier quasi abfangen, was eure Choices oder dass ihr eben nicht die Choices ausgibt, sondern vielleicht einfach gar nichts ausgibt. Das könnt ihr hier ganz normal mit einem if machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder, genau, ja, eigentlich passt das so mit einem if. Okay, was ich jetzt noch mit euch machen möchte, ist, es gibt natürlich auch noch den zweiten Dialog, wo ihr nur 1 auswählen könnt von diesen ganzen Optionen hier. Das geht natürlich genauso, passt aber nicht zu der Übung, die ich euch zeigen möchte, aber wir machen das trotzdem mal ganz kurz. Und zwar, ja, wir machen das unten drunter, das ist okay. Und dann sagen wir hier, wir wollen hier keinen List-Menu-Multi, sondern einfach nur ein List-Menu. Okay? Und dann habt ihr quasi nur 1 zur Auswahl. Das heißt, ihr könnt hier sagen, das ist der erste Dialog. Achtung, das bezieht sich hier oben gerade da drauf. Das heißt, wir machen hier mal abbrechen, dann kriegen wir hier was Leeres raus. Und
Das hat nicht funktioniert, weil ihr hier natürlich, hier oben könnt ihr mehrere Defaults, deswegen Plural, Defaults mit dem S hier hinten dran. Hier unten kann man nur ein Default haben, das habe ich gerade vergessen zu ändern. Hey. Sprachfehler heute, super gut. Und ja, das ist der erste Dialog. Und wir drücken OK. Und jetzt seht ihr hier, wir haben plötzlich nur noch die Auswahl von einem davon. Also es wechselt halt einfach immer. Und ich kriege dann natürlich bei meiner Choice auch wirklich nur eins raus. Das heißt, das ist keine Liste mehr, sondern einfach wirklich nur ein Element, was natürlich auch wunderbar funktioniert. Ja, das ist quasi der zweite Dialog, oder der eigentlich dritte Dialog, den ich euch zeigen möchte. Was auch sehr nützlich ist, sind die anderen Dialoge und da habe ich tatsächlich jeweils einen kurzen Anwendungsfall für euch. Aber vorher möchte ich euch kurz die Übung geben für hier oben. Und zwar Übung ist folgendes. Schreibt mir mal ein Skript, was hier quasi über Hotkey einfach euch fragt, welche Tutorial-Reihe ihr gerade lernen wollt und dann die jeweilige Playlist von mir auf YouTube öffnet. Ja? Das heißt, schreibt euch einen quasi Morpheus-Skript, das euch direkt einfach diese URL öffnet. Da wir soweit noch nicht sind mit URL im Browser öffnen, das machen wir noch, machen wir das einfach mal so, dass ihr das in die Zwischenablage reinpackt, so lange bis wir das gemacht haben und dann ergänzt, wenn wir soweit sind, okay? Das heißt, ihr packt einfach ihr habt hier mehrere Optionen, zum Beispiel Python lernen, Kotlin lernen, Java lernen und so weiter und so fort. In einem Menüdialog, also ihr könnt nur eins auswählen, weil ihr es ja in die Zwischenablage schreiben müsst. Und also Dialog mit Tutorial rein. Und dann wird in die Zwischenablage, die enthält danach den YouTube-Link zur Playlist. So, das ist eure Übung. Die Playlisten findet ihr über meinen Kanal. Einfach mal reingucken und dann könnt ihr dort dann einfach quasi copy-pasten und dann hier in das Skript quasi reinschreiben, if Python, then bla bla bla, Clipboard gleich das da und so weiter und so fort, ja. Also viel Spaß dabei. Wir machen jetzt natürlich noch weiter mit den anderen Dialogen. Ich weiß nicht, ich will das jetzt gerade irgendwie in einem Video reinpacken, weil ich glaube, das braucht man nicht in separaten Videos. Was natürlich auch super gut ist, ist der Input-Dialog. Der ist natürlich sinnvoll, wenn ihr irgendwelche speziellen Parameter zum Beispiel verarbeiten wollt. Also wenn ihr dem Skript quasi Informationen geben müsst, damit es irgendwas verarbeitet. Zum Beispiel, ihr wollt eingeben, oder zum Beispiel ein Run-Script, ja. Ihr gebt in diesen Input-Dialog ein, ihr wollt das GNOME Terminal starten, ja. Dann gebt ihr einfach nur GNOME Terminal ein und schon könnt ihr das Ganze ausführen. Das ist super nützlich. Und wir haben das Ganze auch wieder über Code und Input, ja, wobei ich sollte es nicht Input nennen, ich sollte es User-Input oder sowas nennen, ist gleich Dialog.input-Dialog. Und dann können wir hier einfach sagen, Title ist gleich einfach leer, völlig egal. Und dann ist gleich Message ist gleich which program to run. Okay, das war jetzt gedenglischt, ist egal. Das passt. Sagen wir hier noch Default ist gleich GNOME-Terminal. Und jetzt sagen wir hier natürlich os.system. Und dann völlig ohne Abfrage, was sicherheitstechnisch einfach nur, aber es läuft ja auf eurem System, also ihr könntet das ganze Ding auch theoretisch so ausführen. Und dann sagen wir hier ganz einfach, wir wollen os.system und zwar den User-Input. So, und wenn wir das jetzt ausführen, dann wird das jetzt erstmal hier, das brauchen wir nicht, das ist weg. Das brauchen wir auch nicht. Und jetzt wollen wir hier das GNOME Terminal. Also ihr könnt ja eingeben, was ihr wollt, wirklich. Ihr könnt ja auch Date oder sowas eingeben. GNOME Terminal, okay. Und ich sollte vielleicht noch vorher OS importieren, damit das auch funktioniert. So, abbrechen. Okay. Abbrechen, okay. Und öffnet sich das GNOME Terminal. Also das ist jetzt quasi ein Run-Programm. Ja? Es wird quasi einfach direkt in der Command-Line ausgeführt, was ihr hier eingebt. Ja? Das zum Beispiel könnt ihr damit machen. Was aber natürlich auch nicht heißt, dass ihr darauf limitiert seid. Ihr könnt einfach diesen User-Input weiter verarbeiten. Eine Fortsetzung von diesem Input-Dialog-Skript, und das benutze ich ganz gerne, ist der Passwort-Input-Dialog. Ja? Und der ist cooler, weil ihr damit tatsächlich auch Sachen machen könnt wie ein Update und dieses Update dann aber trotzdem Passwort gesichert habt. Das heißt, ihr startet euer Update und dann fragt euch dieser Dialog quasi, hey,
wie sieht es mit dem Passwort aus, kann ich das irgendwie haben und so. Und dann gebt ihr das Passwort ein und das Update funktioniert trotzdem im Hintergrund, ohne dass ihr das Passwort irgendwie im Skript habt. Und das ist super praktisch. Deswegen könnte ich hier zum Beispiel einfach sagen, okay, ich möchte hier das Passwort haben. Und hier haben wir Passwort, Fragezeichen. Und dann haben wir natürlich hier nicht die Möglichkeit, ein Default anzugeben. Ja, das ist ja quasi kontraintuitiv bei einem Passwort. Und wir machen jetzt hier einfach mal ein Dialoginfo mit eurem Passwort. Oder mit dem Passwort, das wir hier eingeben. Und dann sagen wir hier erstmal abbrechen. Okay, abbrechen, abbrechen. So, Passwort ist ASDF1234. Oh, ja, ich sollte das vielleicht noch anpassen. Fällt mir gerade so auf, dass das auch kein Input-Dialog, sondern ein Passwort-Dialog ist. Password-Dialog. So, und dann abbrechen. Okay, abbrechen, abbrechen. So, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, ein Passwort einzugeben. Und es ist halt einfach wieder so mit diesen Punkten drin. Da können wir dann eben zum Beispiel sagen ASDF1234 und wir kriegen das natürlich direkt im Klartext hier für euer Skript zum Weiterverarbeiten. Aber das ist okay, denn damit könnt ihr trotzdem arbeiten, weil ihr dann natürlich einfach euer Update-Programm oder eure Update-Routine, wie gesagt, laufen lassen könnt und trotzdem eben das Passwort nicht im Klartext angezeigt wird und ihr konntet den User nach dem Passwort fragen. Das ist etwas, was ich nur empfehlen kann. Ja, genau. So, und dann gibt es auch noch exotischere Dinge, die im Endeffekt, nun ja, interessant sind. Sie arbeiten mit Dateien. Das heißt, ihr könnt da zum Beispiel auch, und das ist jetzt auch wieder eine Skriptidee, ja, ihr könnt ein Programm schreiben, das euch eine Selektion, also irgendwie ein markierter Text zum Beispiel, wenn ich jetzt das alles markiere, dann habt ihr einen Hotkey, der euch das Ganze einfach direkt in eine Textdatei reinspeichert. Das ist tatsächlich nützlich manchmal und da habe ich auch ein Skript dafür, das ist super geil. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit erst ein neues Textdokument und reinschreiben und dann wieder schließen, sondern ihr habt einfach nur markieren, Hotkey drücken, fertig. Ja? Super geil, brauche ich zwar nicht allzu häufig, aber manchmal ist es ganz nützlich. Und das macht ihr folgendermaßen. Hier haben wir natürlich auch wieder einen Code und wir haben hier die File Name oder den File Name besser gesagt. Achtung, ihr kriegt nicht die Datei selbst, wenn ihr das Ganze hier macht, weil ihr die Datei erstmal selber erstellen müsst, sondern ihr habt natürlich nur den Dateinamen einfach bei euch. Und das Ganze kriegt ihr über dialog.open_file. Und damit könnt ihr auswählen, in welche Datei ihr das schreiben wollt. Ja? Und dann haben wir hier ein Title ist gleich speichern unter Punkt normalerweise. Und dann könnt ihr das da auswählen. So, und wenn wir jetzt hier einfach hergehen und sagen, wir machen hier wieder ein Info-Dialog rein. Mit natürlich nicht dem Passwort, sondern File-Name. Dann seht ihr, wo ihr das speichern müsst. Dann braucht ihr natürlich noch ein paar Python-Kenntnisse. Findet ihr, glaube ich, Video 16 ist es zum Speichern von Dateien. Oh, ups, ich sollte natürlich hier auf Save-File gehen. OpenFile will ich euch eigentlich gleich zeigen, aber im Endeffekt, OpenFile ist genau dasselbe. Ihr bekommt wirklich, also ich zeige euch ganz kurz den Unterschied. So, mit Save-File kommt ihr hier einfach in das Ding quasi rein und könnt hier eine Datei auswählen und könnt dann aber hier oben den Dateinamen noch manipulieren, damit ihr quasi direkt auswählen könnt, wo ihr es drunter speichern wollt, während unter OpenFile könnt ihr hier oben den Dateinamen nicht auswählen, also ändern. Das heißt, ihr könnt hier wirklich nur eine Datei auswählen und dann eben nutzen. So, und was ich jetzt hier mache, ist im Endeffekt, ich kriege hier einfach nur wirklich den String raus, ohne dass ich irgendwas daran machen kann. Also das ist quasi jetzt, ich habe hier den Dateinamen, aber das heißt nicht, dass ich die Datei irgendwie in der Hand habe. Die müsst ihr dann in Python öffnen, anhand von diesem Pfad und so weiter. Ihr kriegt halt hier den Pfad und ihr müsst die Datei dann öffnen und da was reinschreiben. Oder ihr kriegt über OpenFile, ich zeige es euch kurz, kriegt ihr halt wirklich nur die Möglichkeit, eine Datei zu öffnen. Ja? Das heißt, ihr habt aber hier nicht die Möglichkeit, den Dateinamen zu ändern. Also ihr kriegt hier diesen dnstest.sh zum Beispiel, aber ihr kriegt eben nicht die Möglichkeit, hier oben noch was zu verändern. Ansonsten sind die Dialoge einfach 1:1 gleich. Ja? Aber trotzdem ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man irgendwie einen Dateinamen haben möchte einfach und dann diesen Handle erstellt. Bam, schon habt ihr die Möglichkeit, in irgendeine Datei reinzuspeichern oder eben den Inhalt einer Datei in eure Zwischenablage reinzupacken. Super angenehm eigentlich und kann ich nur empfehlen.
So, und das war es eigentlich auch schon wieder mit den ganzen Dialogen. Es ist ein recht langes Video geworden. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Nächstes Mal geht es natürlich noch weiter. Wir sind hier noch nicht fertig. Und ja, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.